Hallo und herzlich willkommen bei Bo's Kreativecke, Strickpodcast und Blog aus dem sommerlichen Rheinhessen. Ich bin Bo und freue mich, dass ihr heute bei dieser Strickauszeit dabei seid. Also macht es euch bequem, nehmt eure Stricksachen, wir legen gleich gemeinsam los. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Eine Woche ist vorüber. Und in dieser Folge habe ich euch auch einiges zu zeigen und zu erzählen, denn der Kinderslipover ist fertig geworden. Ich hatte den Louvre Slipover, also mein Slipover, beim Stricktreffen mit. Da ist natürlich dann auch einiges dazugekommen. Ich habe neue Wolle bekommen, ich habe ein neues Rezept ausprobiert und ich habe neue Strickpläne. Also ihr seht einiges, was ich euch da zeigen möchte und darüber erzählen möchte. Falls euch in diesem Video etwas nicht interessiert, wie zum Beispiel das neue Rezept, dann könnt ihr einfach vorspringen, denn da wird es eine Zeitleiste geben. Einfach steht dann da neues Rezept oder Kochen oder so etwas, das könnt ihr dann überspringen. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt und ich fange an mit dem, was ich gerade trage. Das ist, hatte ich auch einen Teststrick mitgemacht, das ist nämlich der Lotte, so heißt dieser T-Shirt von Chris Berlin. Das habe ich im Juli 2025 beendet. Und ihr seht, das ist so ein schönes Muster. Vielleicht, wenn ich ein bisschen hochgehe und etwas näher, ich hoffe, das Mikro hängt nicht. Ihr seht hier ein sehr schönes Muster in den Arm und auch im Vorder- und Rückenteil. Und das ist die Drops Belle, einmal in der Farbe 26 Perle und einmal in der Farbe 20 Marineblau. Die Belle ist ein Decay-Garn und besteht aus 53% Baumwolle und 33% Viskose, 14% Leinen und hat eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm. Der Kinderslipover, gibt es also keine Anleitung, den habe ich mir selbst ausgedacht und da ist der nicht süß geworden. Der ist etwas oversizig, ungefähr 5-6 Jahre von der Größe her. Er wird von oben nach unten gestrickt. Wie ihr seht, hat er diese überschnittenen Ärmel und auch diese europäische Schulter. Da habe ich hinten so eine kleine, wie so eine Ziernaht eingearbeitet. Ansonsten fängt man ja hier hinten im Rückenteil an zu stricken. Ich habe das aber mit verkürzten Reihen gestrickt. Dann kommen beide Vorderteile dran. Danach habe ich das Halsbündchen geformt. Und als es dann ungefähr die Länge hatte, da habe ich manchmal vor und zurück gestrickt. Aber das habe ich euch in den letzten Videos schon erzählt alles. Deswegen werde ich mich bei dem jetzt kurz fassen. Danach, wenn beide Vorder- und Rückenteil verbunden ist, habe ich einfach gerade nach unten gestrickt und hier an der Seite so eine Fake-Naht gearbeitet. Dann, achso, ich wollte eigentlich geteilte Bündchen machen, aber dann habe ich es erstmal vergessen. Dann hatte ich schon 2-3 Reihen gestrickt und dann hat es mir doch so besser gefallen und dann habe ich es einfach so gelassen. Eins rechts, eins links Bündchen überall. Und es sieht sehr süß aus. Ich mag ja so kleine Sachen. Erstens ist es schnell gestrickt. Zweitens habe ich hier auch meine Stash-Wolle verbraucht. Da bin ich auch ganz happy, denn das waren eigentlich Reste, die ich hatte. Ich hatte einmal so eine große Kone, das ist die Holstides. Da seht ihr, ist jetzt noch so einiges drauf. Das ist nicht mehr ganz so viel. Und von dem hier, das ist von die Merino Cotton Silk 400 von Supergarne. Das sind immer so 25 Gramm Knäuel mit 100 Meter. Also wenn man jetzt ein 100 Gramm Strang hätte der jetzt mit dem zusammen auch gelangt. Aber so hatte ich dieses über und konnte dann meine Stash-Wolle verbrauchen. Holstides ist ja Wolle und Seide und wie gesagt Supergarne, diese Merino Cotton Silk hat diese Bestandteile. Ich glaube, da ist auch noch ein klein bisschen
ja, 11% Seide, 22,5% Polyamid, 22,5% Baumwolle und 44% Merino-Schurwolle. Und jetzt nach dem Waschen ist es auch unheimlich weich geworden. Sie hat ihn anprobiert, er passt, jetzt kann ich die Fäden vernähen. Das mache ich ja immer erst waschen, bevor ich die Fäden vernähe, falls ich irgendwelche Änderungen machen muss. Ja. Ein Slipover, jetzt habe ich die Maße auch, das werde ich mir auch nochmal genau aufschreiben. Dann kann ich ihr auch einen Pullover, so einen bisschen oversizigen, und ja, Stashwolle verbraucht, das freut mich. Dann kann ich wieder neue Wolle einkaufen, weil ich habe ja Stashwolle verbraucht. Ja, ich habe mich fertig gemacht. Heute ist das Stricktreffen. Da fahre ich jetzt nach Alzey und vorher möchte ich noch in den Strickladen. Was habe ich an? Ich habe mein Sherry Pearl Tee angezogen in der zweiten Variante mit diesem schönen Bordeaux-Rot. Und ich freue mich heute, die anderen wiederzusehen. Wenn ich es schaffe, aufzunehmen, das ist immer ein bisschen schwierig im Café, dann vielleicht von den Strickprojekten. Ansonsten werde ich mich nachher nochmal melden, um euch dann zu erzählen, wie es war. Ich muss noch Stricknadeln vorher holen. Ja, dann fahre ich mal jetzt los. Jetzt bin ich hier angekommen. Ich bin noch außer Atem, weil ich noch ein paar Nadeln einkaufen war im Strickladen und ich habe dann noch so Verlängerung gebraucht. Ja, jetzt war ich ganz schnell wieder hier und jetzt werde ich mich hinsetzen, einen leckeren Kaffee trinken und mir auch einen leckeren Kuchen oder vielleicht Eis bestellen. Das werden wir dann drinnen sehen. Ich bin immer noch außer Puste. Guten Morgen. Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft, nochmal aufzunehmen. Auch während des Stricktreffs habe ich mich mehr lieber unterhalten und außerdem habe ich es wirklich vergessen, dann Aufnahmen oder Bilder zu machen. Aber ich möchte euch gerne zeigen, wie weit ich mit meinem Strickstück bin. Das ist bis hierher ungefähr hatte ich beim Stricktreff bin ich gekommen und habe dann hier verkürzte Reihen gearbeitet, damit das ein bisschen weiter nach unten kommt, also dann gerader wird. Und ich wollte unbedingt sehen, wie sich das Bündchen macht. Das gibt ja ein geteiltes Bündchen, das sieht man ja hier. Mit diesem Zopfmuster statt 2 rechts, 1 links, das gefällt mir auch sehr gut, mal was anderes. Und ich habe mir diese Stricknadeln gekauft, denn die brauchte ich, um das Bündchen stricken zu können, denn bei einem Paar habe ich mich draufgesetzt, da war natürlich einer kaputt und mit einer kann man das schlecht machen. Das sind diese von Katja. Die passen aber auch auf die, auf die Knit Pro Katja. Das ist wahrscheinlich irgendwie, auf jeden Fall passen sie, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich mir auch nochmal diese Verbindungsstücke gekauft, denn zwei hatte ich, glaube ich, eins hatte ich irgendwann mal verloren und mein letztes finde ich jetzt auch nicht mehr. Und beim Stricktreff, es war richtig schön, wir haben uns toll unterhalten und schaut mal, ist das nicht süß? Ich habe, um die Nadeln zu messen, ein neues, Nadelmaß bekommen. Ist das nicht goldig? Vielen lieben Dank nochmal von hier aus. Und eine unserer Mitstrickerin, die hat Maschenmarkierer gebastelt. Sind die nicht süß? Ich habe mir dieses hier ausgewählt. Das wird dann so eingehängt, aber ich finde das so goldig. Vielen Dank nochmal euch beiden. So, und jetzt weiter stricken, aber vorher muss ich noch einkaufen gehen und noch einige Termine erledigen. Ja, dann
bei dem Stricktreffen habe ich an meinem Louvre Slipover gestrickt. Da bin ich auch ganz schön weit gekommen. Ich habe halt nicht bei dem Stricktreffen aufgenommen. Wir haben erzählt, ich habe es auch einfach vergessen. Ich habe eigentlich nur vor dem Kuchen, aber vielleicht habt ihr es ja im Einspieler kurz gesehen, nur vom Kuchen ein Bild gemacht. Und ich war ja vorher noch bei dem Wollladen und habe mir dann, wie ihr gesehen habt, Stricknadeln geholt. Die habe ich nämlich für das Bündchen hier gebraucht. Ja, soweit bin ich. Ich muss ein Stück zurücksetzen. Soweit bin ich. Ich bin jetzt hier unten schon bei dem Bündchen. Das ist auch vom Prinzip her es mit der europäischen Schulter. Das ist eine Anleitung von mir. Ich habe ich habe nämlich 2 schon gestrickt. Einmal für meine Tochter in Grau, den Louvre Slipover, und mit Holz-Tides in dem Grauton und mit der, wie heißt Drops Brushed Alpaca. Jetzt wollte ich halt ein bisschen so mit grober gestricktem und habe dann gewählt, das ist diese handgefärbte Wolle von, wo habe ich sie hier? Irida Design. Das ist auch Merino-Wolle, oder ja, und das ist dieses Etikett mit Indigo gefärbt. Das sind 400 Meter auf 100 Gramm. Und ich habe dazu gewählt die Ecopuno. Ups, so rum muss ich es halten, genau. Und in der Farbe 038, das ist ja Baumwolle und Babyalpaka und Merino. Und dazu habe ich noch die Mekit-Blümchen mit verstrickt. Und das sieht so aus, das gefällt mir auch sehr gut. Es glitzert ein bisschen, auch so ein bisschen meliert der Ton. Und ich habe bei meinem ersten Slipover, also den für meine Tochter, hatte ich ein ganz normales 2 rechts, 1 links Bündchen gemacht. Und dieses Mal wollte ich es ausprobieren. Wie ihr seht, habe ich hier mit dem Zopf weiter gestrickt. Das ist ja hier an der Seite so ein Zopfmuster mit einem größeren Zopf und 2 kleinere. Die gehen dann hier in das geteilte Bündchen weiter. Und da habe ich den Zopf einfach weitergeführt. Aber den Abschluss, da habe ich jetzt keinen. Kann man das so, vielleicht nehme ich es mal so, genau. Hier seht ihr, dass die letzten 2 Maschen, was der Zopf war, den lasse ich so, weil ich finde, das sieht dann schön besserer Abschluss, als wenn ich da das Zöpfchen gestrickt hätte. Ja, ein bisschen, wie heißt das, Grobstrick, so wirkt das. Nicht so flauschig wie jetzt der andere Slipover, aber ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Fühlt sich sehr angenehm an, diese Mischung aus den Merino-Wolle und auch mit der Ecopuno fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Hier seht ihr, aber ich glaube, das kann man erkennen, da habe ich irgendwie lockerer gestrickt. Das ist genau da im Rückenteil, bevor ich es wieder mit dem Vorderteil verbunden habe. Ich keine Ahnung, warum ich da lockerer gestrickt habe, aber ich hoffe, das wird beim Waschen sich dann ausgleichen. Ich denke schon, weil auch wenn ich es so ein bisschen ziehe, dann merkt man das nicht mehr ganz so viel. Ja, so viel dazu. Jetzt bin ich, ach so, ja, bei diesem Slipover, da seht ihr, hat nicht diesen Bogen, also dass das Vorderteil die Mitte von dem Vorderteil etwas kürzer ist, denn ich habe hier verkürzte Reihen gearbeitet. Das habe ich auch für meine Tochter, denn sie wollte das nicht, dass das vorne so ein bisschen kürzer und dann die Seiten etwas weiter. Das passiert ja durch diesen überschnittenen Ärmel, dann wird ja hier die Seite immer etwas tiefer, also die beiden Seiten, und das wollte sie nicht, deswegen hatte ich dann die Anleitung auch so gemacht, dass es hier im Vorderteil und Rückenteil dann verkürzte Reihen gibt, so dass es etwas gerader wirkt. Ja, Vorderteil bin ich schon am Bündchen, dann am Rückenteil noch Halsbündchen und die Ärmel. Ich denke, dass, wenn nichts dazwischen kommt,
werde ich das bis nächste Woche schaffen. Dann werdet ihr ihn dann fertig sehen. Ja, neue Wolle ist eingezogen, denn eine Mitstrickerin aus der Gruppe hatte ihren Stash verkleinert und hatte dann diese Garne über. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Ihr seht, das sind die 2 Farben. Es ist kein Etikett und nichts dabei, deswegen kann ich euch auch nicht sagen, von wem das ist. Aber die 2 Farben gefallen mir sehr gut. Ich glaube, ich werde sie auch zusammen verstricken, denn das ist Merino Tencel. Das sind 400 Meter auf 100 Gramm, aber die Farben sehen richtig toll aus, gefällt mir gut. Wahrscheinlich, weil ich 3 von dem und 3 von dem habe, werde ich das vielleicht als Streifenpullover, ob ich jetzt Blockstreifen mache, weiß ich noch nicht oder keine Ahnung. Oder vielleicht könnt ihr euch, wer meine Videos sieht, hat es dann ja auch, wo ich den Dingley-Dell gestrickt habe von Isabel Kremer. Da hatte ich ja 3 von einer Farbe und dann die Streifen 100 Gramm von der anderen Farbe. Vielleicht wird es so in diese Richtung gehen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich kann die gut zusammen verstricken. Deswegen hatte ich die mir auch dann genommen. Und ansonsten mit 300 Gramm wird es für mich für einen Pullover nicht langen, aber da ich ja 2 Farben habe, die gut zusammenpassen, also wird es daraus bestimmt dann auch einen Pullover geben, wahrscheinlich einen Streifenpullover. Ja, mit der neuen Wolle wird es bestimmt etwas geben und ich habe mir für ein neues Projekt diese Kone hier ausgesucht. Das ist auch aus der Hamburger Wollfabrik. Das sind, ich habe es mir hier mit Bleistift eingetragen, 70% Wolle, 10% Alpaka und 10% Nylon und das ist 280 Meter auf 50 Gramm mit Nadelstärke 3 bis 3,5. Das ist jetzt kein gefachtes Garn. Wo ist denn der Anfang, der Faden? Irgendwo. Ist egal. Also es ist kein gefachtes Garn. Ihr seht, das ist ein Faden. Und deswegen habe ich da 400 Gramm, so viel ich glaube, das waren 400 Gramm Kone. Meistens habe ich mir die in dieser 400 Gramm Kone ausgesucht gehabt. Ich finde den Farbton sehr schön. Achso, muss ich ja auch die Nummer sagen. Das ist die 5043 und dann Strich 7. Ob 7 die Farbe ist, weiß ich nicht. In so einem schönen, hellen Grau. Und da hatte ich die Idee. Ob es was wird, ihr kennt mich ja, manchmal fange ich auch etwas an, habe die Idee und möchte das dann auch unbedingt haben und dann irgendwann wird es geribbelt. Ich hoffe aber nicht, denn ich hatte mir überlegt, ich möchte mir gerne so ein kuscheliges Kleid stricken. Ich habe da auch ganz viele Anleitungen. Ich hatte mir auch schon eine Anleitung gekauft von Anna Johanna. Die ILO, da zeige ich euch gerade das Kleid, das gefällt mir nämlich auch ganz gut. So, da könnt ihr das sehen. Ich mache das so, damit es nicht spiegelt, mit V-Ausschnitt und Taschen. Das denke ich, es ist auch halt in Grau, deswegen gefällt es mir auch so gut. Das ist eine Anleitung, jetzt muss man gerade schauen, da nimmt sie auch Fingerringgarn, 23 Maschen mal 34 Reihen. Ich hatte auch da schon nach den Projekten geschaut.
Da gibt es auch einige, die das mit der Drops Flora gestrickt haben. Also käme es ungefähr auch so hin mit der, dass ich es mit Nadelstärke 3 verstricken kann. Dann gibt es noch ein Kleid, das heißt Amaryllis und ist von Mia Grün oder Grün Design. Das sieht so aus. Ich muss es ein bisschen größer machen. So. Das ist auch in einem schönen Grau. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das sieht auch sehr interessant aus. Hat einen Rundausschnitt. Vielleicht kann ich es euch auch mal in einem anderen Farbe zeigen. Nee, das ist dann doch... passt nicht, kann ich euch leider nicht zeigen, das passt nicht ganz drauf. Das hier ist aber mit einem dickeren Garn, mit 20, die Maschenprobe 20 Maschen A30 rein. Dann müsste ich hier, wenn ich mich dafür entscheide, noch einen Beilauffaden nehmen. Da muss ich mir das jetzt, also wenn ihr das Video seht, ist eigentlich das Wollkraft-Festival. Es ist nämlich morgen, heute ist nämlich Freitag und das Video kommt ja samstags und da bin ich ja auf dem Wollkraft-Festival und bis dahin muss ich mich entscheiden, ob ich mir vielleicht da einen Beilauffaden, irgendetwas Flauschiges nehme. Und wenn ich mich für dieses Kleid entscheide, bleibe ich bei dem anderen, jetzt habe ich es natürlich weggeklickt, davon Anna Johanna mit dem V-Schnitt, dann kann ich das so nutzen. Also zwischen den beiden Kleidern muss ich mich dann entscheiden, weil die sind so jetzt in die engere Wahl gekommen, weil ich habe ja schon vorab eine Auswahl gemacht. Habe mir wirklich einiges da angeschaut. Aber ich bin schon länger dran, mir da zu überlegen, also nicht nur zu überlegen, wo ich den Gedanken habe. Es war schon im letzten Winter, dann habe ich es verworfen. Aber diesen Winter möchte ich mir so richtig schönes, dann dazu Strumpfhosen und schön kuschelig. Ja, und mit so einem flauschig weichen, also es ist ja mit Wolle und Alpaka, auch wenn ich es so an den Hals halte, es fühlt sich sehr weich an. Mengenmäßig, wenn ich es einfädig verstricke, habe ich auch genug. Deswegen entweder ein Flauschgarn dazu oder einfädig. Das werde ich dann schauen und nächste Woche werde ich euch dann mal erzählen, wie die Entscheidung gefallen ist. Was würdet ihr denn? Mich würde es auch interessieren, habt ihr auch schon Kleider gestrickt? Im Sommer habe ich jetzt auch gesehen, haben einige so diese Sommerkleider gestrickt, aber für den Winter habe ich jetzt, also ist mir zumindest nicht aufgefallen, dass jemand das geplant hat, ein Kleid zu stricken. Deswegen, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Macht ihr nur Oberteile oder nur kleine Teile? Strickt ihr da in dieser Richtung? Oder habt ihr auch schon mal so ein Großprojekt, ein Kleid? Ich müsste es ja in Größe L stricken. Und dann mit Dreiernadeln, also auf dünnen Nadeln. Habt ihr auch schon so etwas gemacht? Wie sind eure Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren. Also schreibt es mir mal in den Kommentaren. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Anleitungen, wo ihr sagt, ja, das ist super, das habe ich schon verstrickt, passt und würde zu dieser Wolle passen. Also da nehme ich auch gerne eure Tipps mit. Da habt ihr mir auch schon in den anderen Videos Tipps gegeben, die mir da sehr geholfen haben. Ja, genau, das war zu dem Kleid. Und dann hatte ich auch noch eine Idee. Und dann hatte ich von der Mandy das Video gesehen und wer das auch geschaut hat, wird bestimmt wissen, was ich jetzt meine. Sie hatte ja so eine kurze Hose gestrickt und die fand ich auch so cool. Und sie hatte die Idee, es dann auch als lange Hose zu stricken und diese Idee hatte ich auch, also nicht eine kurze Hose, sondern als eine lange Hose zu stricken. Da habe ich noch keine Wolle, außer ich würde natürlich diese hier anstelle vom Kleid dann dafür verwenden. Aber eigentlich ist das hier für ein Kleid eingeplant. Aber ihr kennt mich ja. Manchmal ist es so, dass dann doch was anderes draus wird, aber geplant ist ein Kleid. So, und jetzt kommen wir zu der Hose. Ich zeige euch gerade die Anleitung, die Mandy mit der kurzen Hose hatte. Das ist dieses hier, Sommer Stugan Shorts. Die sahen so aus. Sie hat es aber noch ein bisschen abgeändert. Mir ging es halt nur um diese Form. So ein gerader Schnitt nach unten. Das hier ist, glaube ich, auch eine
kostenlose Anleitung. Als lange Hose würde ich es natürlich dann machen. Oder ich habe noch eine andere, die mir auch sehr gut gefällt. Nee, einen Moment, genau. Die sieht so aus. Das ist Hose, nein, nicht Slash, Hashtag 3 Hose, so heißt die. Das ist von Filati. Und die Hose sieht einmal so aus, aber ich zeige euch gleich die Kombination. Also auch so eine weitere. Und getragen sieht sie so aus. Da ist auch das Oberteil dabei. Das finde ich natürlich am genialsten, wenn ich mir da beides stricke, Oberteil und Hose. Aber ja, erstmal Hose. So sieht sie von vorne aus und von hinten. Genau, da hat sie nicht diese Ziernaht oder was es ist. So sieht die von hinten aus. Und die wird aus Sportweight 23 Maschen auf 32. Das ist die Kaschmir 16 Fein. Das ist natürlich ein ganz weiches Garn. Die habe ich auch. Ach, da habe ich ja auch schon etwas angefangen zu stricken. Aber das zeige ich euch dann nächste Woche. Da habe ich nämlich, die habe ich in so einem Bordeaux-Rot und die möchte ich mir gerne für Weihnachten etwas stricken. Hätte eigentlich jetzt auch dazu passen können, aber da ich es schon angefangen habe, werde ich es euch dann nächste Woche zeigen. Das ist nämlich auch diese Kaschmir 16 Fein, ein ganz, ganz schönes Garn. Das ist 80% Merino, 10% Nylon und 10% Kaschmir und hat eine Lauflänge von 320 Meter auf 50 Gramm, also auch eine schöne Lauflänge. Aber die Hose, das gefällt mir wirklich sehr gut und sowieso auch diese Kombination. Das ist, glaube ich, auch eine kostenlose Anleitung, werde ich euch aber auch gleich sagen. Ja, ist auch Filati Studio 3, da muss ich aber nochmal genau schauen. Aber da zeige ich euch gerade, da habe ich nämlich auch heute das Oberteil gefunden. Das sieht nämlich auch sehr interessant aus. Da seht ihr es ja so aus der Nähe, wie diese Nähte verlaufen. Also es wird auch von oben nach unten ein Top-Down-Modell. Und hier seht ihr es nochmal im Ganzen. Also sieht auch sehr interessant aus. Da muss ich mir aber nochmal genau anschauen, wie die Anleitung ist und alles. Das habe ich auch noch nicht. Mir ging es jetzt nur um die Hose. Die fand ich nämlich sehr, sehr schön. Jetzt bin ich gerade dabei. Ups, jetzt macht mein... Doch, jetzt haben wir die Anleitung. Gibt es die eigentlich? Doch, die kann man auch auf der Filati-Seite, da ist die Filati-Seite, da bin ich jetzt drauf. Und da gibt es nämlich auch Anleitung herunterladen. Die Größen, die sind von 32,34 und geht bis 52,54. Und diese kurze Hose, wo die Mandy auch gestrickt hat, die fängt bei XS an und hört bei 4XL auf. Also das sind so meine Pläne. Einmal ein Kleid, also es werden sehr große Strickstücke, ein Kleid. Das wird auch schon eine Weile dauern. Und wenn ich mir wirklich auch dann die Hose mache, das ist, denke ich, wird auch eine ganze Weile dauern. Ich werde euch dann in den Videos nicht jede Woche zeigen, wenn ich da jetzt nur ein paar reingestrickt habe, dann werde ich immer wechseln und euch dann wieder, wenn man ein Stück dran ist, wenn es dann interessant aussieht, oder man etwas erkennen kann, gerade so bei der Hose. Also ich habe eine Hose noch nicht gestrickt. Röcke habe ich schon gestrickt. Da habe ich mir einen kurzen, den hatte ich ganz, ganz oft getragen. Dann hatte ich ja einen angefangen, aber da, mit der Holztitis und einem Flauschgarn. Aber davon bin ich dann abgekommen und hatte dann letztes Jahr, den hatte ich gerippelt und hatte mir letztes Jahr dann so ein Lochmuster-Pulli, besser gesagt, den habe ich dann nicht als Pulli gestrickt, sondern als Slipover. Deswegen
So eine Hose habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ein Kleid hatte ich schon einmal, aber so ein Sommerkleid, das war ein Raglan aus einem Bobbel und dann war das so mit Farbverlauf und das war eigentlich wie so ein Raglan-Pulli und gerade nach unten gestrickt. Das habe ich auch sehr gerne getragen. Deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, mir ein Kleid so mit langen Ärmeln zu stricken und das auch gerne dann zu tragen, wenn es auch nicht so weit ist, aber auch nicht zu eng. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, und das fühlt sich wirklich sehr angenehm an und da denke ich, wäre sehr schön, wenn daraus ein Kleid werden würde. Ja, so, das sind meine Pläne, Kleid, Hose. Was sind denn eure Pläne jetzt für den Herbst? Und habt ihr auch schon mal eine Hose gestrickt? Ich habe schon mitbekommen, dass einige sich es gibt doch so wie so eine Radler, die auch hier so einen höheren Bund haben, die zum Beispiel das beim Fahrradfahren unter einem Rock oder so im Winter oder unter einem Kleid dann tragen, wenn es im Herbst ein bisschen kühler ist. Aber so eine lange Hose, hat das schon einer von euch dann mal ausprobiert und gestrickt? Sei es eine enge Leggings oder halt etwas weitere, weil früher waren ja eher diese Leggings. Da weiß ich auch, ich glaube, die Angie hatte das mal, aber es ist auch schon ein paar Jahre her, da hatte ich das auch bei ihrem Video, das fällt mir nämlich gerade ein, hatte ich ihr Video geschaut und dann hatte sie so eine ganz bunte Leggings. Ich glaube, da gab es auch ein Knit-Along dazu, aber so eine weitere Hose, das würde ja jetzt auch gut passen, so ein bisschen weiter. Und ja, da habe ich noch keine Wolle für die Hose, aber ich habe genug auch solche Konen, die ich mir bei der Hamburger Wollfabrik bestellt habe. Da würde ich auch danach schauen, was dann passt. Ja, entweder wird es die kurze Hose, die Mandy gestrickt hat von der Form, aber als lange Hose oder wie gesagt von der Filati diese Hose. Die gefällt mir auch sehr gut, weil auch gerade in der Mitte diese Naht hat. Ist das jetzt hier? Ups, genau. Mit dieser Naht in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Jetzt mache ich das mal ein bisschen größer, aber dann dadurch wird es ja nicht klarer, sondern etwas verschwommener, weil das Bild halt, das finde ich auch, sieht sehr schön aus, nicht nur ganz gerade runter, sondern auch mit dieser Naht, wie so eine, gibt es ja in den weiten Hosen immer mal, das vorne so eine, wie nennt sich das, Hosenfalte, Mittelfalte, keine Ahnung, habe ich vergessen, nee, mit dieser Falte in der Mitte, manchmal ist es ja wie so eine kleine Biese, die dann da eingearbeitet wird. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gut aussieht. Wolle habe ich noch nicht dazu. Ich denke auch, ich werde als erstes das Kleid anfangen oder bis zur nächsten Woche kann ich euch dann schon mal mehr erzählen, wie ich mich entschieden hatte, ob ich das eine mit Flausch, die Amaryllis, glaube ich, heißt das, oder das von Anna Johanna mit dieser Kone nur als einfädig verstrickt. Und dann werde ich mir auch Gedanken machen, vielleicht finde ich ja auch zu der Hose schon mal in meinem Stash Wolle, die ich dafür nutzen kann. Und dann hätte ich auch wieder eine Menge aus meinem Stash weg. Und dann habe ich noch etwas, um meinen Stash zu verkleinern oder auch für Sachen, wo ich nicht ganz so viel Garne verbrauche, also nicht habe, außer was ich dann in die Decke verstricken will, die ich aber vorher so nutzen kann. Und zwar hatte mich meine Enkelin darauf gebracht, als sie bei uns übernachtet hatten und sie hatte ihre Puppe mitgehabt. Und da hat sie gesagt, Oma, kannst du mir für die Puppe auch mal Socken stricken? Weil für meine Tochter hat früher die Babyborn gehabt, die habe ich auch noch hier. Und da war sie ja noch klein. Und da hatte ich so kleine Söckchen gehabt. Und da ist nur noch eins, das andere ist verloren gegangen. Und da hat sie mich nämlich auf die Idee gehabt, ich habe doch in einem Buch für die Babyborn, dass man Kleidung draus stricken kann. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe es natürlich wiedergefunden. Und zwar, es ist dieses Buch hier,
Daraus habe ich ja schon etwas gestrickt für ein Kleidchen und ich glaube auch dieses Tuch, was es in diesem gibt für meine Enkelin, wo sie kleiner war. Das ist das Klompe-Lompe, ich glaube das erste oder ist das zweite, ist egal. So sieht es aus. Und da haben die hinten, muss ich mal schauen, wie ich euch das am besten zeige, hier die die Puppenkleidchen. Und da habe ich mir gedacht, es ist ja egal, ob es kratzige Wolle ist, die ich jetzt für meine Enkelin nicht nehmen kann, ob es Sockengarn ist oder sonst etwas. Da gibt es auch eine Mütze, gibt es eine Strickjacken, diese Höschen. Ich gucke mal gerade auf der nächsten Seite, vielleicht kann man da noch was erkennen. Ja, hier sieht man die ganzen, was es gibt für die verschiedenen, also man kann es ja für verschiedene Puppen nehmen oder auch Teddybären. Und da habe ich mir gedacht, das ist auch was Gutes. Da kann ich Restewolle verbrauchen und geht wieder etwas weg aus meinem Stash, gerade diese kleinen Teile, die ich vielleicht dann lieber dann für solche Puppenkleidchen nehme, als sie in die Decke zu verstricken. Mit der Decke habe ich auch noch nicht angefangen. Da habt ihr mir aber wirklich sehr, sehr viele und schöne Tipps gegeben. Und wenn ich dann mal hierfür Wolle rausgesucht habe, da werde ich euch auch mitnehmen und zeigen, was ich dann für Wolle noch übrig habe oder so Reste, die ich dann für die Decke mit verstricken werde. Ja, also noch ein Plan aus diesem Buch hier. Puppenkleider, Röcke, Mützen zu verstricken für die Puppe, für meine Enkelin. Die wird sich natürlich freuen und vielleicht auch für den Teddybären für meinen Enkel. Der hat nämlich auch noch so einen kleinen Teddybär. Vielleicht kriegt er dann auch neue Kleidung. Das ist also mein Plan für die nächsten Wochen, was ich alles da machen werde. Heute teste ich dieses Rezept, ein Thermomix-Rezept, Miso-Udon-Nudeln. Und hier habe ich schon mal alles stehen und werde mal beginnen. Ein Teil macht man, also die Soße, und das Ganze macht man hier im Thermomix und den Rest macht man in der Pfanne.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch das Rezept, was ich da gekocht habe. Also uns hat es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Es kommt auf meine Liste, wird öfters gekocht. Wir kochen sehr gerne so ein bisschen asiatisch, essen das auch sehr gerne und da war das auch ein schnelles Rezept und sehr, sehr lecker. Ja. Für nächste Woche, was plane ich? Nächste Woche werdet ihr wahrscheinlich dann sehen, was ich mir alles beim Wollkraft-Festival gekauft habe. Ich werde da auch ab und zu ein bisschen Bilder von der Wolle machen oder ein paar Videos. Mir geht es mehr darum, auch zu sehen, es gibt nämlich einige neue Handfärber und die nicht nur Handfärber, sondern auch die Bobbel haben oder auch Knöpfe, alles Mögliche, mir das anzuschauen und auch einige von euch zu treffen. Mir haben schon einige geschrieben, die da hinkommen und das freut mich auch sehr. Und falls ihr mich dort seht, könnt ihr mich ruhig ansprechen, denn ich kenne euch nicht, ihr kennt mich über die Videos. Da würde ich mich auch sehr freuen, mit den einen oder die andere dann kennenlernen zu können. Ja, jetzt mache ich aber hier Schluss und wir sehen uns nächste Woche und ich sage wie immer, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Bo.